Herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner beim German Innovation Award 2021. Es ist ein Award, der zeigt, wohin die Reise geht. Hier werden die wichtigsten Innovationen vorgestellt, und zwar jetzt im Themengebiet Future of Living and Working. Und da hat uns ja schon die Pandemie jetzt erfahren lassen, wie rasch sich Veränderungen einstellen können. Hier bei mir im Studio ist Lutz Dietzold. Er ist Geschäftsführer des Rat für Formgebung. Herr Dietzold, die Pandemie hat das Homeoffice gesellschaftsfähig gemacht, hat uns Dienstreisen verboten oder genommen, hat unser Leben ganz ordentlich umgekrempelt. Videokonferenzen sind Standard geworden. Was wird davon bleiben? Ja, was wird davon bleiben? Ich glaube, da wird ganz viel von bleiben. Vor allen Dingen eine Flexibilisierung. Der Arbeitnehmer ist mobil geworden und kann zu Hause arbeiten, kann im Büro arbeiten und kann natürlich auch, wir haben das ja schon seit einigen Jahren auch erlebt, dass sich die Büroarbeitswelten etwas auflösen. Ich denke, da wird viel bleiben, viel Flexibilität bleiben. Wobei wir bei dieser Diskussion auch immer nicht vergessen dürfen, das trifft natürlich auch sozusagen nur auf den klassischen Büroarbeiter zu. Viele andere sind ja weiterhin in die Supermärkte gegangen, fahren die U-Bahn und andere Dinge. Es lässt sich eben nicht alles ins Homeoffice verlagern. Wobei, Stichwort der Büroarbeiter, natürlich spiegelt sich da sowas wider, was Selbstständige eigentlich immer schon kennen, nämlich dass Freizeit und Arbeit immer stärker verschwimmen. Ist das ein Trend, den man so auch für die Zukunft fortschreiben kann? Ja, auch das, glaube ich, eine Entwicklung, die jetzt nochmal beschleunigt wurde, sicherlich. Und da muss man schon auch die Frage stellen, ist das sinnvoll, dass die Flexibilität, oder ist nicht auch die Trennung von Arbeit und dem Privatleben auch manchmal ganz sinnvoll, das Handy eben auch mal auszuschalten, nicht immer zu schauen und auch nicht immer dieses Intervallarbeiten abends um 10 da noch mal ein paar Stunden hinsetzen. Ist eine Option, aber es ist eben immer die Frage, wie nutze ich das auch? Und bei den Möglichkeiten, die sich da ergeben werden, ist eigentlich die Digitalisierung treibt uns da immer weiter voran. Ist da schon das Ende der Fahnenstange zu erkennen oder werden da noch ganz neue Formen auftauchen? Ja, gute Frage. Ich denke schon, dass da ganz neue Formen auftauchen werden. Wir sehen das ja teilweise bei der produzierenden Industrie. Das geht es teilweise um Wartungsintervalle etc., dass die Maschinen das sozusagen dem Techniker melden, der nicht mehr immer permanent neben der Maschine ist, sondern auch durchaus im Homeoffice was anderes machen kann und dann nur noch intervallmäßig auch in das Unternehmen kommt, um zum Beispiel eine Wartung vorzunehmen. Also auch da eine gewisse Flexibilisierung, und ich glaube, das wird in vielen Bereichen noch weitergehen. Wir merken das ja jetzt schon, ich sag mal, wer in einem klassischen Büro arbeitet, das wird immer leerer. Man hat keine Aktenordner, man hat nichts mehr, man hat im Grunde nur noch so einen Monitor. Jetzt fängt man an, Sofas in die Büros zu stellen und so, aber das ermöglicht natürlich ganz viel Flexibilität. Letztlich natürlich auch eine Chance für die Unternehmen, mit Innovationen da auch zu punkten. Das ist eine Chance für die Unternehmen, was ich natürlich immer schauen muss, was passiert so auch an, ich sag's mal so, an klassischen Gesprächen im Büro, woraus eben auch Innovation, neue Ideen, neue Projekte entstehen, die eben etwas Crossover sind. Wir haben jetzt Kollegen, die sind, seit sie bei uns angefangen haben, seit einem halben Jahr oder so, nur im Homeoffice. Das ganze Team, bei gut arbeitenden Teams haben wir gemerkt, klappt das super, aber wenn neue dazu kommen, fällt die Integration natürlich auch schwerer. Und da muss man Antworten darauf finden. Eine weitere technologische Antwort, die momentan gegeben wird, ist ja das Internet of Things, IoT, alles verbindet sich mit allem. Ist das für Sie schon Fortschritt, wenn der smarte Kühlschrank weiß, was in ihm steckt und dann selbstständig nachbestellt? Ist letztendlich egal, ob das für mich ein Fortschritt ist. Die Frage ist ja, kommt das im Markt an? Ist das wirklich ein Feature, das der Kunde benötigt? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, unsere Lebensmittel zu bestellen auch. Da gibt es andere Angebote. Ich persönlich würde es meinem Kühlschrank nicht unbedingt überlassen. Viele Menschen stellen sich ja auch dagegen, so wie jeder Trend ja auch wieder Gegentrends produziert. Vielleicht kann man gerade momentan in Pandemiezeiten auch erkennen, dass Globalisierung ein Tick zurückgefahren wird oder zumindest von manchen Menschen abgelehnt wird. Regionalisierung ist gerade so ein Trend. Wird es auch so einen Gegentrend zu diesem Smart Living geben? Ja, ich glaube, dass im Smart Living ganz viele Anwendungen sind, die auch das Leben einfach bequemer machen auf eine Art, die mehr Angebote liefern. Also von daher glaube ich nicht, dass es einen Gegentrend geben wird. Ich glaube,
Der Trend wird eher sein, dass vielleicht die Anwendungen als solche nicht mehr unbedingt sichtbar sind, sondern die Vernetzung der verschiedenen Anwendungen schon dass die Geräte eben sozusagen auch unauffälliger werden. Es geht ja viel mehr in Richtung Sprachsteuerung zum Beispiel. Wenn da datenschutzrechtlich die Dinge geklärt sind, bietet das ganz schöne Möglichkeiten, weil ich nicht immer neue Devices bei mir im Wohnzimmer rumstehen haben muss. Ich sehe schon, da schaut der Optimist auf die Zukunft. Ja. Bedürfnisse schaffen ja neue Produkte. Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass natürlich neue Produkte auch neue Bedürfnisse wieder schaffen. Und für den Einzelnen bleibt die Herausforderung, da seine Lebenswirklichkeit irgendwie zu behalten. Wie schafft man da die richtige Balance, dass man sich von Technologie nicht zu sehr vereinnahmen lässt? Ja, ich habe natürlich die permanente Verfügbarkeit von allem und muss mich ja fast schon wehren, muss sozusagen das Handy mal weglegen für eine Stunde. Ich sehe schon, dass das sehr schwer zu schaffen ist. Das ist auch ein bisschen eine Kulturfrage, glaube ich, sich da eben auch durch diese Digitalisierung auch der Angebote, wie gesagt, ich bin eigentlich immer mit einer Benutzeroberfläche in Verbindung, da ein Gleichgewicht zu finden und einfach mal auch die Tür aufzumachen, rauszugehen und über die Wiese zu laufen, spazieren zu gehen etc. Ich glaube, das ist wichtig, diese Entlastung, die wir auf der einen Seite in der Arbeitswelt haben, nicht mehr die körperlich schwere Arbeit zu haben. Vieles wird uns ja erleichtert durch Geräte, durch Möglichkeiten, aber trotzdem auch zu sehen, es geht ja nicht darum, mein Leben nur noch auf dem Sofa zu verbringen. Gut, dann schauen wir uns mal an, welche Produkte und Projekte beim German Innovation Award 2021 in diesem Bereich ausgezeichnet wurden. Ja, sehr gerne und natürlich an dieser Stelle allen Gewinnern des German Innovation Award 2021 meinen herzlichsten Glückwunsch. Ja, und hier kommt die Vorstellung der Gewinner des German Innovation Award 2021 im Bereich Future of Living and Working. Es gibt viele Antworten auf die Frage, wie wir in Zukunft leben werden. Wenn man das rasante Wachstum der Ballungsräume und das ebenso rasante Wachstum der Grundstücks- und Wohnungspreise betrachtet, dann lautet die Antwort vielleicht: Small is beautiful. Tiny Apartment ist unser erstes Goldprojekt. Eine mobile Wohnung für Singles, Paare, Pendler, Studenten, per Auto zu transportieren, schnell und einfach zu montieren und stapelbar. THP-Regale können überall aufgestellt werden. Das Online-Mietsystem zeigt mit einem Klick, wo ein THP-Bereich bereitsteht. Die Jury findet, dass das Tiny Apartment nicht nur bezahlbares Wohnen, sondern auch eine hohe Lebensqualität verspricht. Ein zukunftsweisender und zugleich auch ressourcenschonender Ansatz, der kreativ das Thema modernes, bezahlbares Wohnen erfrischend neu interpretiert. Gratulation! Steffen Gross, Geschäftsführer von Gross & Co. Raumsysteme GmbH, zur Besonderheit der Tiny Apartments. Das Tiny Apartment ist ein hochflexibler, bezahlbarer Wohnraum, komplett sehr hochwertig gebaut. Man ist nicht an einen Ort gebunden. Wir haben Wohnflächen von 16 bis 25 Quadratmeter, die extrem leicht sind, die mit einem Autotrailer transportiert werden können von A nach B. Dadurch, dass die natürlich durch die Leichtbauweise bedingt keine so tragende Kraft haben, haben wir unser Tiny Apartment Rack, also im Prinzip ein Schwerlastregal entwickelt, wo die Tiny Apartments dann eingeschoben werden. Er hat den Vorteil, dass wir natürlich auf der gleichen Fläche von einem Tiny House mindestens 3 Tiny Apartments übereinander kriegen und das natürlich auch strukturiert. Das heißt, kann ich innerhalb von kürzester Zeit mit meinem Tiny Apartment für relativ kleines Geld, weil wir eben keinen Schwerlasttransport brauchen, keinen LKW, umziehen. Ja, die Zukunft des Lebens, the future of living, mag viel Neues bringen. Eines wird bleiben, die Zeitknappheit, auch in der Küche. Die, denen das Hantieren mit Töpfen und Pfannen schon immer zu aufwendig war, können jetzt noch effizienter kochen. Die Thermomix-Familie bekommt Zuwachs, unser nächstes Goldprojekt. Der Thermomix Friend. Er kann parallel zum Thermomix verwendet werden, um Zubereitungsschritte vom Thermomix zu übernehmen. Ein paralleles Kocherlebnis, das noch mehr Zeit und Aufwand spart und mehr Komfort in die Küche bringt. Damit die beiden Geräte auch garantiert am selben Menü kochen, verbinden sie sich automatisch via Bluetooth. Die Jury sieht,
Die Chance für mehr Flexibilität und Freiheit beim Kochen, das parallele, smarte, guided Cooking innerhalb eines Kochmixer-Ökosystems mit etablierter Rezeptplattform bringe mehr Komfort in die Küche. Ja, mehr Komfort nehmen wir immer gerne. Das ist einer der Treiber von Innovation und da zeigt unser nächstes Goldprojekt etwas längst Überfälliges. Das Smartphone wird zum digitalen, schlüssellosen Zugangssystem fürs Auto. Über das Continental Cosma-System mit Ultrabreitbandtechnologie lässt sich das Fahrzeug mit dem eigenen mobilen Endgerät entriegeln und starten, ohne dabei einen Schlüssel in die Hand nehmen zu müssen. Die digitalen Schlüssel lassen sich auch bequem mit anderen teilen. Paketzusteller etwa können sogar über Einmalschlüssel Bestellungen direkt ins Fahrzeug liefern. Sicherheit ist dabei garantiert. Die Jury hält es für eine zeitgemäße Lösung, die zugleich neue Konzepte für die Nutzung des Automobils ermöglicht. Die Pandemie hat den Onlinehandel boomen lassen und das Nachsehen hatte oft der lokale Fachhandel. Unser nächster Gold Award zeigt einen möglichen Ausweg. Arendicom ist ein E-Commerce-Experte für Markenhersteller und bietet international B2B- und B2C-Lösungen an, die den Onlinehandel mit dem lokalen Fachhandel verbinden. Arendicom übernimmt die komplette Service- und Zahlungsabwicklung. Der Fachhandel liefert an den Endkunden. Das unterstützt die lokale Wirtschaft und befördert die Nachhaltigkeit. Die Jury hält Arendicom für ein faires Win-Win-System, von dem alle Beteiligten profitieren. Und weil jeweils derjenige Händler die Ware versendet, der dem Besteller geografisch am nächsten liegt, werden Transportwege verkürzt und so auch die Umwelt entlastet. Komfort kommt manchmal, ja eigentlich sehr häufig, als eher kleine Lösung daher. Nichts, was das Leben komplett umkrempelt, sondern es eben an entscheidender Stelle leichter macht. Unser nächstes Goldprojekt zeigt, wie sich für solche Innovationen ganz neue Wertschöpfungsketten etablieren lassen. Enable 3D macht den Kunden zum Produzenten seines eigenen Halters für Handwerkzeuge und Werkzeuge von Wiesemann 1893. Der Kunde bekommt die Vorlage und druckt sich den Halter auf dem heimischen 3D-Drucker aus. Wiesemann macht mit Enable 3D den ersten Schritt von einem Hardware zu einem Design-First-Unternehmen. Die Jury ist begeistert, dass Produkte zu Hause selbst ausgedruckt werden können. Das spare nicht nur Transportwege, sondern auch Ressourcen. Die Zukunft wird schlüssellos sein, das haben wir am Beispiel des Autozugangssystems von Continental gesehen. Bei Türen in Gesundheitseinrichtungen sind Schlüssel schon länger out. Die Zutrittskontrolle erfolgt zum Beispiel per Kamera. Unser nächstes Goldprojekt zeigt, wie sich solche Systeme weiterentwickeln lassen. Die neuen Kameras von Dermalog erfassen berührungslos und automatisiert mehrere biometrische Merkmale auf einmal. Sie können Gesicht und Iris aus einer Entfernung von bis zu 2 Metern innerhalb einer Sekunde erfassen. Dank integrierter Thermosensoren erkennen sie auch die Körpertemperatur. Damit erlauben die Kameras eine besonders hohe Genauigkeit bei der biometrischen Identifizierung. Die Jury hält die neuen Multi-Biometric Cameras für eine zeitgemäße Weiterentwicklung im Bereich der Zugangskontrolle. In Pandemiezeiten, aber auch darüber hinaus sorgt sie für mehr Sicherheit. Sicherheit und Lifestyle berühren sich bei vielen Innovationen. Beim nächsten Goldprojekt, das Hörgenuss verspricht, dominiert der Lifestyle-Gedanke. Fauna ist eine Audiobrille. In ihren Bügeln sitzen leistungsstarke Mikrolautsprecher und Mikrofone. Ohrhörer, die man sonst für das Hören von Musik, Podcasts, Hörbüchern oder bei Telefonaten benutzen würde, sind überflüssig. Fauna kommt mit einem Ladeetui als Powerbank, ein trendiges Accessoire, das den Träger immer noch wahrnehmen lässt, was in der Umgebung passiert.
Die Jury erkennt ein hohes gestalterisches Niveau. Die anspruchsvolle Technik ist sauber und ästhetisch stimmig in die Modelle integriert. Ein schickes Lifestyle-Device für den Alltag. Das waren die Preisträger des Themengebiets Future of Living and Working des German Innovation Award 2021. Gratulation an die Preisträger und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse.